Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Lost in a sea of stars in my head. Two worlds apart, but I kept wishing on something worth trying, hoping you'd find it's worth your time. Who knew that we'd fallen faster than the speed of light? I'm closing my eyes, bracing myself. I'm starting to feel like somebody else. And I'm not afraid of drowning. I'm so happy you found me. Pull me under, take the thunder. Pull me under, pull me underneath the covers. I'm so happy you found me. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Hallihallöchen. So, ihr seht, ich habe Genshin schon so weit ready, dass wir eigentlich direkt reingehen können. Ich habe die Event-Quest ein bisschen gemacht, ja. Ich muss gerade noch ein klein bisschen leiser machen. Ich habe die Event-Quest ein bisschen gemacht, weil die ja nur noch 5 Tage da ist. Und ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt für das Stream auch nicht wirklich interessant.
Wir können nachher kurz mal reingucken oder auch gleich kurz reingucken, dass ihr seht, was bei der Event-Quest überhaupt los ist. Für die, die keine Ahnung haben, was bei der Event-Quest passiert. Aber ich kann euch versprechen, es ist nicht so interessant. Es ist mehr so ein bisschen Puzzlespaß. Viel mehr ist es nicht. Also, da verpasst man nicht viel. Es gibt halt relativ guten Loot schon. Ziemlich. Also, gehen wir mal rüber und starten das Spiel. Machen wir hier jetzt mal Musik aus. So. Wie war denn die Woche bei euch bisher? Meine war recht entspannt. Gut, ich habe jetzt morgen noch der letzte Tag Schule. Dann habe ich Ferien. Und dann bin ich für 4 Monate im Praktikum. Dementsprechend war es für mich die letzten Tage jetzt sehr entspannt, weil ich eigentlich nicht wirklich was zu tun habe. Bis zum Urlaub. Wer die Atelierreihe kennt, weiß, was im Event zu tun gibt. Ah, okay. Ich habe die meisten Events immer verpasst. Ich habe nicht viele Events mitgemacht. Also hier seht ihr, wir haben hier diesen kleinen Bereich. Wir pflanzen an. Ernten. Okay. Über. Und. So, hier braucht man. Und da kann man halt hier jetzt die verschiedenen Teile rein und ein bisschen puzzeln. Anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen hier, ihr seht, kann ich jetzt mit der Maus nicht zeigen. Ihr seht hier das Lilane, ne? Das leuchtet dann direkt auf. Wie drehe ich die denn? So. Jetzt geht es mehr ins Lilane, also in Charisma. Wenn wir das hier nehmen. Und wenn wir davon genug dazu tun. So, hier zum Beispiel das hier. Das Falsche. Das am Handy gemacht. Ich habe es am Handy gemacht. Dann nehmen wir mal Charisma und Intelligenz, ja? Können sogar ein bisschen was überschneiden lassen. Machen wir jetzt einfach mal zum Veranschaulichen. So, gehen wir hier nochmal Charisma. Geht jetzt eigentlich überhaupt gar nicht gut, ne? Das hier hat von beidem etwas. Nein. Elon. So, brauche ich nochmal von beidem was. So. Dann haben wir hier beide. Ja. Kann ich hier nochmal, ist jetzt nicht so wichtig. Also hier haben wir jetzt lila und grün. Also Charisma und, was war's jetzt das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Und dann brauen wir. Und okay. Und tada, ein Trank. Wir können hier noch nach Aufwerten die dementsprechende Flasche auswählen. Machen wir mal die. Packung abschließen. Und jetzt haben wir einen Weisheits-Charisma-Trank. Trankstufe 3. Das war jetzt nicht so gut, aber naja, Alchemiestufe, neue Sachen für Alchemie dann, die man freischalten kann. Münzen. Genau, jetzt haben wir das was. Versucht das Alchimeter in vollem Umfang zu nutzen. Es könnte euch die Arbeit erleichtern. Genau, dann können wir auch die Tränke verbessern natürlich. Dass die dann mehr einbringen. Machen wir jetzt mal kurz. Es ist halt nicht besonders aufregend oder so. Den rechten Stick drücken. Mal welche Eigenschaften.
ja, sieht man ja heilend, entspannend, so. Ich meine, ganz ehrlich, so extrem muss man da nicht mal drauf achten. Ich habe im Privaten ganz weit gemacht und man muss wirklich nicht arg drauf achten. Hier kann man die Sachen dann nochmal verbessern. Das ist aber die zweite Reihe, das ist nicht mal der Anfang. Man kann halt hier die Sachen nach und nach verbessern. Zum Beispiel die Plätze zum Verkaufen. So. Jetzt haben wir mehr Platz zum Verkaufen. Jetzt machen wir hier was für die Pflanzen freigeschaltet. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Und das ist, ja, ist halt so ein bisschen, Marktinformation, so. Steht heilend, LP, stärken. Einige der älteren Menschen in Quing, also die oberen 3 Dinger, die sind immer verdeckt, bis man es raus hat. Und hier heilend, LP, stärkend, Weisheit, Kraft. Heilend. So. Kraft und Weisheit. Dürfte fast sogar so passen. So. Linken Stick rein. Jetzt haben wir hier unsere Belohnungen. Und hier sieht man dann, dass man da schon einiges rauskriegt. Und auch hier kriegt man einiges. Also dafür lohnt sich das Event wirklich. Für den Loot, den man kriegt, lohnt sich das Event schon. Sehr gut. Definitiv. So, Zyklus. Kriegen wir den Geschäftsbericht. Schön was eingenommen. Kann man nochmal nachgucken, was hat sich gut verkauft, was nicht so gut. Wie viel gab's? Wie viel sind Betriebskosten? Gesamtkosten, also im Grunde, ja. Es ist wirklich nichts Aufregendes. Hey Noxy, wunderschönen guten Abend dir. Hallöchen Miyuko. Alles schick, alles schön. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ich versuche hier gerade so klein bisschen das Event zu erklären. Um euch allen mitzuteilen, dass das Event, außer mit dem Loot, jetzt gar nicht mal so besonders ist. Aber es ist okay. Also ich habe mich am Handy, habe ich da ganz schön ganze Weile gespielt. Okay, so. Wir wollten aber heute Story weitermachen. Bevor ich mich jetzt hier verliere. Ich habe vollkommen das Falsche gedrückt. Wie geht's euch denn? Erklär nochmal. Oh. Das Event ist nicht Yellow from the Egg, ja. Bisschen leider, aber auch nicht ganz schlecht. Es ist ganz lustig. Also am Handy ist es angenehm, weil du halt am Handy das ziehst und dann drehst und am Handy geht's. Also am Handy das Puzzle machen geht wirklich. Hier jetzt mit dem Controller fand ich es jetzt gerade unangenehm. Bisschen unangenehm. Aber wir wollten ja heute ein bisschen Story weitermachen, ne? Ihr seht, auf der Spur der Göttin der Weisheit. Paimon und du kommen endlich in Sumeru an. Werdet ihr dort eine Methode finden, um eine Audienz bei der niederen Herrin Kusanali zu bekommen? Ja oder nein? Das sehen wir ja jetzt. So, wir müssen auf jeden Fall ganz kurz erstmal... Gibt es eigentlich keine Götterstatue? Wollt ihr mich fühlen, dass hier drin keine Götterstatue ist? Dann gehen wir erstmal kurz hier zu der Götterstatue, um uns zu heilen. Und dann gehen wir rein. Voll im Quasseldrang, ne? Ist ja eigentlich auch gut, wenn ich mich mit euch unterhalte und euch voll laber. Seid ja hier, um euch voll labern zu lassen. Aber ich lieb. Laber heute gerne. I'm hungry. Let's hunt. Meine Güte, habe ich einen Durst. Was quietscht denn da eigentlich so? Ja, ich war nur eine halbe Stunde zu langsam. Habe ich die? Ich weiß jetzt gar nicht. Doch. Okay. Die Vögel. So, und es war's schon. Es hat sich ein bisschen angehört wie eine
Wie eine sterbende Maus. So hat sich's angehört. Hallo? Hm. Und jetzt was Nices. Richtig nice. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Oh, and who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? Genau, um ehrlich zu sein, nein. Nicht ganz. Ja, wir sind nicht wirklich, wir beten sie nicht wirklich an, aber wir müssen unbedingt mit ihr reden. Oh, really? Well, that's okay. You're still invited to the Sabzerus festival. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Na, das möchte ich jetzt aber sehen. Die Bühne oder so ein bisschen hoch, da sieht man aber nicht viel. Wenn man hier unten steht, sieht man davon nicht viel. Wow! This place is amazing! Not bad. Huh. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Und warum kam niemand, um das Problem zu lösen? Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sabzerus festival anymore. Thank the Dendra Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sabzerus, the most important performance at the Sabzerus festival. Dunyarzad, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sabzerus festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh,
only time could stop at this very moment. Klingt so, als hätte sie Spaß gehabt. Klingt ein wenig traurig. Und traurig klingt schon. Huh? Really? Oh, you probably mean because all the gods in this story are no longer alive. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the goddess of flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Patisaras around the stage. They symbolize the goddess of flowers, after all. It's just a shame that all the real Patisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth Patisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the goddess of flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real Patisaras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sabzeruz festival? Will you two be coming? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Das hört sich gut an. Ooh, Paimon thinks that's a great idea. Du willst doch nur Spaß haben, oder? Du willst nur Nilu tanzen sehen, nicht wahr? Of course Paimon wants to watch. Those two things aren't mutually exclusive, you know. So how about we all attend the Sabzeruz festival together? Gut, wir sind uns einig. Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. In that case, we'll take a look around. Ja, das sieht bis jetzt schon echt hübsch aus. Ich finde die Lampen so schön. Gott, wenn es nur Städte bei uns gäbe, die so schöne Lampen hätten. Würde einfach mega was hermachen. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal hier kurz. Jetzt hat nix. Eine ältere Dame, ein Kind, einen jungen Herrn. Okay, fragen wir mal die ältere Dame. Shirimati. Ah, dancing at the Sabzeruz festival. You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the goddess of flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too. The Sabzeruz festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen. Bisschen. Ja, ich finde es aber auch interessant. Also ich verstehe nicht ganz. Die höhere Herrin ist verstorben und dann hat die niedere Herrin ihren Platz eingenommen. Oder eher gesagt, ist kurze Zeit später dann entstanden, sagen wir jetzt mal so. Also ich finde es schon gemein, dass man dann die niedere Herrin, allein schon, dass man sie niedere Herrin nennt. Finde ich ein bisschen gemein, aber ich verstehe den Hintergrund noch nicht ganz, warum sie niedere Herrin genannt wird. Dass viele ihren Geburtstag gar nicht feiern wollen, ist schon ein bisschen gemein. Maxi, guten Abend. Nachher. So,
So, heute geht es ja echt wieder nach viel Story. So, Farhad fragen wir dann mal, was hat er zu erzählen? Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia might not like it, but what's a festival without song and dance? Ja, das wissen wir ja eigentlich auch von unserem liebevollen Straßenmusikanten, wie Paimon ihn gerne nennt. Der Archont des Windes ist eigentlich gestorben. Dann ist der gute Freund von diesem zum Archon geworden. Aber es gibt auch viele, die gestorben sind. Also es gibt ja einige Götter, die gestorben sind. Und die Götter haben sich ja bekriegt, das wissen wir inzwischen. Und nicht für jeden dieser Götter ist auch wieder ein neuer Gott auferstiegen. Also vielleicht gibt es so einen bestimmten Bereich, wo immer so ein bisschen Gleichgewicht da sein muss, wie eben in den Elementen. Und dass es deshalb vielleicht gerade in diesen Elementen eben immer einen Archon gibt. Ich meine, in Liyue gibt es ja auch nochmal die Adepten zusätzlich, die ja auch recht göttlicher Kraft sind. Naja, fragen wir mal die Kumari. Hundi. Vielleicht ein Bekannt. Okay. Kumari. Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an outlander? Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Hauptsache Süßigkeiten, ne? Wer ist der Knight der Blüten war das jetzt, ne? Ritter. Blütenritter. Gott, ich lese es und vergesse es. Was ist los? Nadeja, was hast du so zu sagen? Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the Academia doesn't particularly approve of. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... I mean, that's what I've heard at least. Ja, hast das sicher nun gehört. Darfst dir auch was Gutes gönnen, junge Dame. Liegen noch einige Sachen ein bisschen rum. Ich finde halt... Also wenn wir jetzt hier stehen, sagen wir mal, du stehst in der Mitte auf der Bühne und du siehst nicht mal den... Ja, du siehst so weit. Genau so weit sehen halt auch die Leute. Bühne ist eigentlich zu hoch. So, Dunyazad. Nilu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off this crown. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Dunyazad, you look absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the goddess of flowers herself. Ich würde es auch gern sehen.
Ja, It looks like Catherine. Catherine. Jo, einen wunderschönen guten Abend, Herrlich. Interessant, dass Catherine sich hier mal umschaut. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine. Huh? Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosk. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about her brother. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyways, what brings you out here, Catherine? Magst du das Sub-Zero-Fest auch? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. Schön, die mal nicht hinter ihrem There's Kannst something du sehen. really different about Catherine today. Hey, Traveler. Paimon. Oh, hey Dia, what's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, Oui. I have an idea that might help. Are you serious? We'd love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. Okay, und Dunyasa? My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Regzar. Sounds like a plan. Supi. Let's head over to the Citadel of Regzar and wait for Dia. Die Catherine da reinkommt, ne, die teleportiert sich. Die hat einen perfekten Teleportierschalter hinter dem Ding. 100%. Oder so eine Teleportierplatte. Deswegen sehen wir nie, wie sie da reinkommt oder rauskommt. Oder wie sie von A nach B kommt, ne, in die anderen Städte. Jetzt ist sie zum Rauskommen, hat sie sich teleportiert oder ist einfach über die Theke drüber gesprungen. Über den Dresden. Ja, es sieht auch echt hübsch aus. Ich finde ihre Augen so interessant, weil ihre Augen so krass rausstechen zum Rest. Die dunklen Haare, die zarte Haut, die rot-gold dunkle Kleidung und dann diese blauen Augen. Das sind schon echt schöne Augen, die sie hat. Mega schön. Aber es tut mir immer leid, wenn ich nicht so viel mit euch rede, weil wir die Story machen. Aber wir wollen ja auch nichts verpassen. Ich möchte ja auch nicht dazwischen labern, wenn unsere Charaktere hier dann gerade am Basteln sind. Wir wollen ja auch wissen, was passiert. Ich finde bei vielen Charakteren haben wir so wunderschöne Augen. Kann ich da näher ran?
Also jeder Charakter hat so wirklich einzigartige Augen. Ich finde es so toll, dass wirklich jeder Charakter so einen ganz eigenen Stil hat, auch von den Augen her. Manchmal passt es ganz zum Rest und manchmal sticht es vollkommen raus. Bei ihr ist es halt auch genial. Hat auch so ganz interessante Augen. Hat wirklich jeder, bei ihm ist halt rot. Ich weiß nicht, bei ihm sind die Augen ein bisschen langweilig geworden. Ja. Die haben echt alle mega interessante Augen. I'm hungry. Fand ich schon immer toll. Aber ich fand auch den Design von den wichtigen Charakteren immer so unglaublich interessant. So. Yelan. Es müsste einer der Charaktere sein, den ich nicht habe, ne? Markiert. Wahrscheinlich, sonst hätte ich, glaube ich, den Namen im Kopf. Ah, ja. Ja, die ist aber auch cool mit dem Bogen. Bei Shenhe finde ich die Augen auch unglaublich schön. Ich würde gern näher ran. Die Augen sind so hübsch gemacht bei Shenhe. Die Augen. Shenhe brauche ich eigentlich auch noch. So viele, so unglaublich tolle Charaktere. Jetzt zwei verschiedene. Dance, ja. Ah, man, guck mal wieder nur Augen, ne? Dance. Licht im. Ah. Werden wir nochmal gedance. Das ist die wunderschöne Speerdame aus der Wüste, ne? Ja, das ist halt auch. Und alles so toll. So. Mal weiter. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Look, Dia's blushing. Ja, es ist ihr peinlich. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Sehr schön. Oh, hey, Chief. Ha, Dia. What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know each other already? Bisschen. We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfon for more info. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Rukshaw's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses, so people from all over have been called back to the city.
Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything else. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Okay, hat das eine bestimmte Bedeutung? Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? If you're also interested, just go there and see what happens. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for King Deshret." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. You bet they are. King Deshret's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, Traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia, and you too, Osfond. Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next. Okay. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zeru's festival, so be sure to get yourselves back here in time for that. Klar doch werden wir... Good. Then we'll see you both at the Sub-Zeru's festival. Will ich nicht verpassen. Aber ich will jetzt auch mehr über den Gott der Wüste wissen. So, und schon haben wir den nächsten Auftrag. Wie sind unsere... Heck, ja, zum Leveln ist das Event echt gut. Richtig gut. Ja, das reicht nicht. Ja, werde ich nur eine Weile. Wir werden mal die nächsten Tage einiges farmen müssen, dass wir die hochkriegen. Ihr seht ja, ich habe schon 2 Speerkämpfer im Team. Ich liebe die Speerkämpfer. War einfach voll drauf ab. Thomas ist eh der Beste. Thomas' Stil ist mega. Ich mag den total. Der Nahida ist auch mega knuffig. Nahezu niemand spielt das. Das kann ich irgendwie gar nicht verstehen, weil ich finde ihren Style cool und gut, ich weiß, es gibt nicht so viele, die jetzt so auf die Speerkämpfe abfahren wie ich. Mit Rosaria und Thoma bin ich übermäßig happy. Am liebsten hätte ich noch
einige andere Speerkämpfer dazu. Ich habe allgemein relativ wenig Hydro, glaube ich. Wie viel Hydro habe ich? Ja. 1. Zwei. Genau nur 2. 2 mit Hydro. Und Barbara kriegt man ja eh nach der ersten Story. Na, nach Dwalin, na, dem wunderschönen Drachen. Und dann den jungen Mann habe ich, glaube ich, glücklicherweise gepult. Oh ja. Ich habe echt wenig Wasser, sagt Gary. Namen Dennis. Mit seiner Meinung, die Speerkämpfer. Die sehen aber auch so gut aus. Ich mag den Kampfstil einfach mega. Ich mag auch die anderen, aber so die mit dem Kampfstil sind mir halt irgendwie einfach am liebsten. Dankeschön, Ryuk. So, gucken wir doch gleich mal kurz rein. Gefarmt wird aber erst am Freitag. Dann ein paar Freundschaftsanfragen drin. Da weiß ich nämlich nie, wer was ist. Das bist du, Jörg? Haha, siehste? Siehste? Bei den zwei, ich weiß gar nicht, wer die zwei sind. Deswegen nehme ich es nicht an, solange sich keiner meldet und sagt, ey, ich habe eine Anfrage in Genshin. Nimm die doch mal an. Hexi hat mich auch letztens gefragt. Da habe ich ihn an meinem privaten Account, Katzen, meinem privaten Account gespielt. Und Kexi schreibt mir dann halt so eine Nachricht, so, ja, wer bist du eigentlich? Da habe ich mir gedacht, ich habe es mir echt gedacht, dass die Frage kommt. Und habe ihm dann noch so gesagt, das ist mein privater Account, ich bin's, Miku. Ach so, ja, nein. Woher soll er es dann wissen? Mein privater Account stand genauso wie der Account hier 1 Jahr still, weil ich halt einfach eine Pause gebraucht habe. So ist es halt manchmal, ne? Uah. So, aber wir gehen jetzt hier mal befragen. Ah, hier lang. Auch mal cool aus, ne? Ah, hier geht's runter. Stürzt noch in die Tiefe rein. Ah, genau, ich dachte mir gerade, oh Gottes Willen. Ich dachte mir gerade, warum habe ich nicht einfach da drin? Warum bin ich nicht direkt reingereist und dachte ich so, ja, natürlich nicht. Was ist, wenn es eine Cutscene gibt? Du willst doch nicht einfach in die Cutscene springen, sondern du willst gemütlich reinlaufen. Falls es eine gibt. Ah. Alles gut. So, seht ihr? Gesagt. Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Guess that's only to be expected for the largest port in Sumeru.
Maybe it's because of what Dia told us earlier, but Paimon can't seem to shake the feeling that there's also danger lurking in these crowds. Ooh. Let's get our bearings so we can start looking for leads. Yep. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. But other than that, we don't have much else to go on. Osvan told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon checked the Akasha on the way here, and the Academia doesn't seem to have any research facilities in Port Ormos. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? Lösen wir jetzt mal dieses Problem, oder es könnte auch der Kern der Sache sein. Was ist wirklich, wenn die Studenten zum Beispiel die Sachen geklaut haben oder die Studenten so die Handlanger sind, die Sachen von A nach B zu bringen? Wer weiß. Well, given all the people that come through here every day, if there's any information to be found, Paimon bets we could find it in the market. Let's ask around and see what we come up with. Genau. So, hier eine junge Dame. Welcome. Welcome. How can I help you too? Hi there. We would like to ask you a question. Do students from the Academia ever come to Port Ormos? Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru City that are about to graduate often come to Port Ormos to cut loose a little. Many people often talk about how hard it is to get accepted into the Academia, let alone graduate. But those who finish their studies and go on to become full-time researchers at the Academia have it even harder. Sure, we may not be Sumeru City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Some even say it's good luck to come to Port Ormos, so students and researchers come flocking here when things get to be too much at the Academia. Ah, you see over there? Those are students from the Academia. Okay. Habe ich's nicht gesagt? Da oben sind sie. Sie machen einen ernsten Eindruck. Sie wirken ein wenig besorgt sogar. Sie scheinen sich über etwas Wichtiges zu They've been unterhalten. looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life is good. Those students seem to be discussing something. Let's see if we can listen in. Sprechen wir die mal an. Nein, nicht ansprechen. Beobachten. Schön heimlich. It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Eremite mercenaries have been posted along the streets now. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about King Deshret and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that group called again? Ein something or other? They're called Ein El Akhmar. Today, I heard that the thing we're after might be in their possession at the moment. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the Academia. It's because the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that Eremites are after. As long as they know you're a student, then deals can be made. I've heard that Ein El Hakmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 mora, they'll give you info on anything. Wait, did you say 500,000? If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I guess we might as well give up on trying to graduate this way. Danke, Outlook. Ja, danke, dass du dich da jetzt einschleichst. Zum Glück sieht man die E-Mail nicht, ne?
Ich muss was an den Alert-Einstellungen bei Outlook ändern. Das war vorher nicht so. Und das finde ich ein bisschen unangenehm. Ich doof, wenn das so eine Nachricht reingezeigt wird. Aber muss ich ändern. Hoffen wir, dass heute nicht noch mehr E-Mails kommen. I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? I bet it's practically worthless to anyone aside from us. Well, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all just pool our money together and pay for the information? Whoa! Did you hear that? A niche field of research and shady knowledge? It all sounds pretty suspicious to Paimon. Is knowledge something people just buy and sell like that? Nein, absolut nicht. Hey Keksi, na? Wie geht's dir? Gerade fit, guck schon ein bisschen rein. Wir machen die Story weiter, wie ich dir gesagt hatte. Ja, ne, immer noch ziemlich am Anfang bei Sumeru. So, ja, wirklich verdächtig. Die der Akademie geraubte Sache hat auch mit Wissen zu tun. So, what's your plan? Lass uns in die Jafar-Taverne gehen. Versuchen wir mit dem von der Goldbrigade zu sprechen. Wait, didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 Mora. Have you lost your mind? Falls sie versuchen, uns zu betrügen, werde ich ihnen nicht vergeben. Nee, wertvolle Informationen haben ihren Preis. Oh, all right. Paimon never thought she'd agree to parting with that kind of Mora. But if you know what you're doing, then we should give it a shot. Wir können es ja nur versuchen. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Ah, okay, da draußen. Draußen, innen, draußen. So raus. Okay, die verkaufen hier Informationen. Die Frage ist, was haben die davon, wenn die diese Informationen verkaufen, oder? Könnte halt auch sein, dass wir auf einer falschen Fährte sind. Könnte aber auch sein, dass wir auf der absolut richtigen Fährte sind. Aber interessant, dass der Meister von der Goldbrigade gesagt hat, dass wir gerade nach Studenten Ausschau halten sollen. Also eigentlich weiß er schon, was da abgeht, kann aber wahrscheinlich nichts dagegen tun. Nee. This is the place we heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can spot the group they mentioned. Mhm. Oh, you've arrived. Please, take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Huh! Once we reclaim the power of King Deshret, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of Mora this time, so we mustn't underestimate them. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick Mora? Yeah, with boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back this time. Huh. All these guys talk about is King Deshret, so they're probably the ones we're looking for. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when King Deshret exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Älterin, die Höheherrin Rukutara? Yeah, Paimon was wondering what they meant too. We should ask about that if we get the chance later. Tag, die Herren, wir haben ein paar Fragen. Huh? Who are you? What do you want? Ich bin Studentin, ich bin nur eine Reisende. Traveler? Now's probably not the time to talk about that. Didn't the students say Eremites are wary of outsiders?
Oh ja, stimmt ja. Irgendwie dachte ich gerade so, ehrlich sein ist vielleicht praktischer, weil wenn es rauskommt, dann hassen sie uns vielleicht nicht ganz gleich. Und wollen uns vielleicht nicht direkt töten, aber okay. Wir sind eine reisende Studentin. A student? Huh. What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? Ich möchte etwas über die Sache erfahren. Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? 50. Huh? What is this, some kind of joke? Oh! Sorry. She must have grabbed the wrong amount. Hey, what do you think you're doing? Versuch's. Okay, dann eben 500.000. Paimon can't stand to see so much more ago. Du zwingst mich doch No other dazu. choice right now. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Well, what are you waiting for? Ich hätte da noch eine kleine Frage. Oh, that's right. We heard you mention King Deshret just now. We're actually interested to know more because we're archaeology students. Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of King Deshret. Years ago, King Deshret founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. King Deshret was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. So, you mean the traitor was... Greater Lord Rukkhadevata, yes. That shameless wretch destroyed King Deshret's civilization, and our ancestors were forced to flee to this land where we were made to suffer the tyranny of our enemies. Furthermore, she conspired with the Academia to cover up the truth of her actions, and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. Ugh, just thinking about it sickens me. But the story doesn't end there, oh no. King Deshret isn't truly dead. The voice of the Oracle has been heard in the desert, prophesying his resurrection. Mark my words, our god shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true god will suffer retribution together. If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of King Deshret. Paimon gerade so, glaubst du dem Kerl? Ich auch nicht. Ja. Kannst du mir das mit dem Orakel etwas genauer erläutern? I don't have anything to say to you Academia people about that. Oh, I think this schade. conversation has reached its end. Not just yet. This man is a fraud. Mhm. You again? Deranged Academia lunatic. Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things uncomfortable for you. Listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? I told you the other day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the future. I'm warning you, don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the Academia because it just complicates things. For a lunatic like you, though, we might just have to make an exception. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of Tevat. If, on the other hand,
We can't agree on any means of negotiation at all. Then I'm afraid my next course of action will sting a little more than the mere falling through of a few business deals. I will jeopardize the Eremite's reputation, which I know you value above all else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. However, I fear that by then, some things will have happened that cannot be undone. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Otherwise, he might blame you for not telling him in the future. What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? This guy is really out of his mind. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Hebt der Stein da. Not so fast. First, you return the 500,000 mora to them. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all busy spreading the word to the students, would it? Well... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Whoa, did you see that? He not only got us our Mora back, but sent the Emirites running too! Plus, he seems to know a lot about what's going on around here. Let's catch up with him and ask some questions. Idee. Sollten wir eventuell sogar machen. Und wo liegt mein Geld? Okay, wo ist er denn hin? Oh, ehrlich, wie hebt der Stein? Hat er den Stein aufgeklebt? Irgendwie, I don't know. Ja. Wait up! It's Alhaitham, right? What do you want? Ah, vielen Dank für deine Hilfe. No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. We're even. Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Mora in the end, they might harass you again in the future. All right. Goodbye. Hold your horses! We still have something to ask you about! Danke, Paimon. Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about certain something, no? Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? Ich bin Studentin der Akademie. A student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Vielleicht können wir über die von dir genannte Bedingung reden. Huh? Oh, yeah! She's really strong! Weren't you saying something about a physical exchange? We can help with that. She doesn't even have a vision. Forget it. Maybe not, but she can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from from guys like that. Those hot-headed thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. All right, I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and you can try your luck. We'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you were happy to give us this merchant's information, does that mean you can tell us exactly what we're after? You were willing to part with 500,000 mora for something and you didn't even know what it was? Yeah. Okay.
Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. Seine Art Wissen ist. You know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. Ja. This is what you've been looking for. Was? Paimon can't tell what it is. It looks like some kind of ornament. This is a knowledge capsule. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Oh, nicht jeder? Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. That's amazing. It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumeru to privately possess or trade them. Okay. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha and wish to change their fate. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Port Ormos, the valuable ones are a means to Mora for the Eremites. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academia students. Well, I think that about sums it up. Das ist etwa auch eine Wissenskonserve? Oh, so that's your true objective. Ich möchte etwas darüber erfahren. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. Was wäre die dazu nötige Bedingung? You're still resolved. Nein. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. Okay. Hm? Oh. Unten lang. Na dann erzähl mal. Lausche. Höre. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something. I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. She's guarded against people from the Academia because most of her wares don't comply with Academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Okay, ab zu Dory Why also. do you want us to meet with her? Na, weil sie uns nicht kennt. Until you complete this task, you don't have question privileges. Fine. So how do we go about doing this? You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. This is kind of nerve-wracking. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. But we only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. Is that something we can learn quickly? That's true. Have you two heard of elemental sight? Den beherrsche ich. Oh, that's a surprise.
Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway, that ability should resolve your issue. Gut. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? They look the same to Paimon. Try inspecting them with elemental sight. Ah. Interessant. How'd it go? Did you see anything? Ja. Die Wissenskonserven leuchten beide grün. Die linke leuchtet etwas stärker. Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, the richer it is in Dendro energy. However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so those capsules are of little value. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here is the mora for purchasing canned knowledge. Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any mora left over, just keep it. Gerne doch. Oh, and be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos lately. Your efforts will be for naught if they catch you. Matra? They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like I said, the Academia has banned both their trade and possession. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. Ich stelle mich dem Risiko trotzdem. Okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikela Funduk. We'll have an open discussion then. Okay, sehr schön. Looking at what Al-Haytham wrote, Dory's informant is a traitor near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. Okay, triff dich mit Doris Informant. Da ist er schon. Hallölo. Hello. What are you two looking to buy? Alles. Wir hätten gerne ein paar überhaupt nicht reife Harafrüchte. Wir hätten gerne ein paar überhaupt nicht süße Harafrüchte. What a unique palate. We have unripe Hara fruits, but we usually keep them in the back. I'll have someone escort you. Following the paper got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe Hara fruits. Show them to the warehouse. Got it. You two, please follow me. And creepy. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means common merch. No, look again. We're obviously wearing morning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. The warehouse is up ahead. Please follow me. Ja, wir folgen dir. Wir folgen dir. Ich bin manchmal ein bisschen schnell. Tut mir leid. Ich versuche ja entspannt zu laufen, weil du läufst ja eh nicht schneller. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our Hara fruits were taken by mice. Glückwunsch. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Am besten macht es uns nicht nur schwindelig, sondern lässt unsere Ohren auch noch klingeln. Einen Hitzschlag verursachen. Yep, that's the right answer. But eating Hara fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision.
Would you like your horror fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Okay, everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot, it's the Matra! Run! Was? Nein! What? The Oh, Matra? no. Where? Oh, Hatham said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. We don't know this area, so let's follow that informant. Hä? Hä? Wo ist er denn hoch? Ach, hier hoch. Wir haben... Weiß mal gar nicht, was wir antworten sollen. Jetzt rennt er auch noch weg. Ja, wie? Haut er jetzt ab vor uns? Oder? Ich dachte, wir hätten das Vertrauen erhöht. Ich habe noch nicht mal jemanden gesehen, weißt du? Hey, if you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. Another password. Huh? Oh, that voice kept... Here, over here. You can stop running now. Okay. Hi. So you were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very good. Thank you. Huh? Wait, you're Dory? Paimon sure thought you'd look a whole lot scarier. Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings, haven't you? Paimon's not sure if that's supposed to be a compliment, but we'll take it. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much more they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business. We don't need any of that. Wouldn't you agree? So that's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry. I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with, please, knock yourself out. As long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Also können wir uns die Ware ansehen? Ah, yes, of course, of course. Go ahead. Help yourselves. Voila! Wow, she has a trove of canned knowledge. Whew. She'd probably be in serious trouble if the Matra caught her with all this. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your reasons for buying. I can, however, offer some suggestions. Take Na this denn. one, for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 Mora. Yeesh, who would want to be an expert in that topic? Or how about the architectural styles and construction methods of Teyvat in the early Archon War period? With this one, you can become an expert in historic architecture preservation and find an excellent, well-paying job in nearly any nation.
now this sounds like it could be useful. 2 million Mora, and it's yours. No discounts. Whoa! That's a lot of Mora! Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one, down at the bottom. Alright, let's try the method that Al-Haytham mentioned. Okay. Und das sind 3 gute. Ich hätte gern diese. Diese. Und diese. You've really got a good head on your shoulders, and quite the eye for quality. We'll take these, please and thank you. My, oh my, you are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, 1 in 1,000 even. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just 100,000 more, you can pick any knowledge capsule of your choice up to a value of 1 million Mora. Say what now? Hey, did you hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million. Lass dich doch nicht dazu verleiten, mehr auszugeben. All the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 Mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 million Mora. Isn't that a fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, everything we bought belongs to Al-Haytham. Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? Sie ausprobieren möchtest du? Come on, come on. We still have around 100,000 of Al-Haytham's Mora left. So let's put it to good use by finding something useful for you. Ahem. You've got a deal, Dory. We'd like to spend an extra 100,000 Mora. Excellent. Then please, select from this fine collection of canned knowledge over here. Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million Mora each. I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your liking. Please, take your time. Okay. Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. Na gut, ich schau mal. So, what did you see? Alle leuchten ähnlich stark. Macht auch so ein Schnäppchen. Also ich verkaufe doch nicht etwas, was 1 Million wert ist, für 100.000. So, they're all worth about the same amount? Mhm. Well, anyway, the Mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing spices, an overview of ancient runes. Oh, how about this one? Sword Fighting Techniques 8. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. Wenn es dich glücklich macht. Dory, we'll take this one. All right, very good. I'm expecting some new goods in the next couple days, so be sure to check back again soon. Whether it's canned knowledge or anything else you need, bring your Mora to Dory and doors will open. Our dealings with Dory went smoothly enough. Let's head to Wakala Funduk and meet up with Al-Haytham. Hopefully now he'll finally tell us about what the Academia lost. Trust me, I'll find you. Okay, wir reden nochmal ganz kurz mit Dori. Mora, Mora, shiny
anymore. Please come back anytime you need something. Nur nicht jetzt. So, Alaitam. Wo ist denn der Gutste? Ah, da unten. I've seen him. Hier bei der Goldbrigade? Interessant. Ha, you two made it. And from the looks on your faces, you were successful. Ja. Whoa, there's so many people from the academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well, Wikela Funduk is under the Academia's control, so naturally the Academia has people working here. I came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcher won't come here. Okay now, tell me how your encounter with Dory went. Eigentlich ganz gut. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge capsule that the academia lost now? Bitte? Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. Wir wollen uns mit dem Dendro-Archon treffen. Yeah, she just wants to meet the God of Wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a while now, but we still haven't found a way. When we heard that the academia had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our lucky break. In that case, you're on the right track. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Wow. Okay. There's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or even how to find your brother? I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormos. Oh. So, where exactly? That's what we need to find out next. Oh je. Heißt das etwa, du bist auch auf der Suche danach? I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement with several brigades. I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in understanding what it is. However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the divine knowledge capsule contains King Deshret's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the academia tarnish their deity's soul. Nicht irgendwo So you verstehen? kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary. To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The divine knowledge capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize will be covertly given to the winner. To ensure the capsule's security and to evade the mantra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different.
In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the Divine Knowledge Capsule is. Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the Divine Knowledge Capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. If I get the opportunity to study the Divine Knowledge Capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Mhm. Ja, ja, schon. Ja, das ist, was ich brauche. Okay. Then we'll meet up in 2 days. Alhaitham, before you go, we actually bought a knowledge capsule for ourselves, but we're not sure how to use it. You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Doing so right under the Academia's nose is a bit problematic, though. What do you say we head to the outskirts of town? Gerne. Was mitten in der Stadt machen, ist sicher nicht gerade intelligent. Wie weit denn weg? Da hinten? Okay. Kriegen wir hin. Hier lang? Da sind wir, glaube ich, schon mal gewesen, oder? Aber ich kann mich ein bisschen dran erinnern. Aranara-Quest. Maybe. Eine meiner Lieblingsquests. Noch nicht fertig haben. Röschen. Oh, da glitzert. Lass mich nicht ablenken. Lass mich nicht ablenken. Ich habe mich schon ablenken lassen. Na dann. All right. This place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Oui. Really? Aw, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry, I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Alhaitham! You must have been one of those guys at the Academia who got top grades on everything. Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the Academia, right? So, why are you risking getting caught by the Matra for this capsule? Gute Frage. When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. Okay. I'll try it. Oh. Die Richtung. Jetzt blä. Falsche Taste. You can't run. Keep back! I taste blood. Ich ab, also.
war's schon. Okay. All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. Okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich in meine Tasche. Dann hier. Ganz als sähst du auf einmal die Bilder ganz vieler mit Einhändern kämpfender Menschen in deinem Kopf aufsteigen und auf einmal wird all das zu einer fernen Erinnerung. Einen Augenblick lang spürte ich etwas. Was in der Wissenskonserve steckte, wurde zu meiner Erinnerung. Denk mal. All right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. Okay. I swear by my sword. Don't get too close. Ne? Really? So. Jetzt mal gucken, was er sagt. War's besser oder nicht? Now, I'll start recording data again. Oh, hey, Thumb. How's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve her combat capability. During the second fight, her overall fighting performance increased by 0.073%. Nicht viel, aber immerhin etwas. How much? 0,073%. Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million Mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! Deswegen haben wir auch nur 100.000 gezahlt. Of course, this could be because she is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Ikela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much as she requests. Okay. 3 Tage warten heißt es dann. Ne? Warte bis 7 Uhr am nächsten Tag sogar. Das sind ja interessante Fische. Okay, besonders viel. Angeln habe ich auch nicht. Gucken wir mal, ob wir überhaupt was angeln. Zumindest ein. Wirklich. Ich habe ja gesehen, was ich da habe. Nicht besonders viel. Ich glaube, ich habe ein bisschen vergessen, wie man angelt. Ein bisschen. Ja, hab's dir. Dann. Einer. Auf. Nam, nam, nam. Lass es dir schmecken. Komm her. Jetzt aber. Gut, diesmal kriege ich dich hoffentlich. Nicht so leicht.
Das ist echt nicht einfach. Alter. Viertel. Verkackst. Nix. Ah. So close, so close. Stay cool. Ich versuch's. Drei Viertel. Oh, Gottes Willen. Ich habe das nicht so schwer in Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das nicht mal annähernd so schwer in Erinnerung. So, sie zum Greifen nah. Ferien für den Großmeister. Sarah vom Hirschjäger scheint eine Bitte an den Ritterorden zu haben. Wir müssen ja eh ein bisschen warten, dann können wir... Ach, Legendenaufträge. Ach, später. Aufbruch über das Meer. Und Paimon bereitet euch darauf vor, eine Ruine nach dem Mingyu-Pass zu untersuchen. Göttliche Bestie im Wolkenmeer? Nicht auch? Das müssten alles hier Legendenaufträge sein, ne? Das sind Weltaufträge. Hier ist Fontaine. Dafür brauche ich meinen Zentro-Bogenschützen. Okay. Dori scheint. Ah. Könnten wir eigentlich, fällt mir gerade ein. Wir brauchen noch ein paar Pilze für unseren lieben Thoma. Und kriegen wir doch hier auf unserer wundervollen Nebelinsel. Und tada! Das haben wir am letzten Sonntag mitbekommen. Hier geht die Story weiter. Und dann können wir nochmal die Pilze einsammeln. Das heißt, wir müssen mit dem kleinen Jungen nochmal reden, wie... Weiß ich nur nicht mehr, wie es hieß. Konten, Legenden, Bildaufträge. Hier. Egal, ob du hier bist, um Ru zu helfen oder den Auftrag abzuschließen, es ist Zeit, wieder zur Insel zu Rumi zu fahren. Genau das hier. So. Ja, ich weiß. Weiß ich sogar, Phil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sogar noch im Kopf habe. Aber die, wo aus dem Wasser springen, sind die Dekofische, die besonderen Fische und die anderen sind die Nicht-Dekofische. Muss ich normal fallen lassen. Hey, Roland. Who are you? Wusste gar nicht, dass ihr auch noch auf der Insel seid. Das ist ja toll. Wie ist es euch ergangen? Habt ihr irgendwelche erstaunlichen Entdeckungen gemacht? Lasst mich alles wissen. Sind noch auf der Erkundung. Ah, so ist es also. Dann lasst euch nicht von mir auf eurer Reise aufhalten. Was macht Herr Bold eigentlich hier? Huch, gerade die Lagersache zusammengepackt und wollte mich gerade auf den Weg machen. Der Nebel auf dieser Insel ist so bizarr. Jedes Mal, wenn man kaum ein bisschen hineingeht, verirrt man sich. Und ehe man sich versieht, ist man wieder da, wo man angefangen hat.
Ich habe den Weg, den Karma mir gezeigt hat, ganz vergessen. Und als ich zurück wollte, um die Eingeborenen dort zu besuchen, fand ich den Weg nicht mehr. Ja, das ging uns auch schon ein paar Mal so. Mein Kompass und die Schatten auf dem Boden konnten mir den Weg nicht weisen. Ich versuchte es sogar mit meinen Schuhen, aber am Ende habe ich nicht einmal einen halben Schritt im Nebel geschafft. Schuhe? Ich meinte, er habe seine Schuhe benutzt, um nach dem Weg zu suchen. Aha. Solche Tipps von einem erfahrenen Abenteuer sind wirklich schwer zu verstehen. Miku? Die kleine Paimon muss mehr lernen. Paimon musst du noch mehr lernen. Das ist doch nur vom Glück abhängig. Was soll man da denn lernen? Wie auch immer, meine Erkundung ist beendet. Hätte ich das Seil an einen Baum in der Nähe gebunden und mich an dem anderen Ende festgehalten, um den Weg zu ertasten, hätte ich es noch ein paar Mal versuchen können. Na, warum dann nicht noch einmal versuchen? Ich habe den Ersatzschuh verloren, der mir sagte, in welche Richtung ich gehen muss. Die Ersatzschuhe sind also alle Wegwerfartikel? So war das ursprünglich nicht. Es ist nur so, dass man, wenn man zu viel verliert, immer wieder vergisst zurückzugehen und es aufzuheben. Und das Ergebnis ist, dass alles langsam verzehrt wird. Ah, oh ja. Endlich fällt mir ein, dass ich dich um etwas bitten möchte. Hast du mich Was? Boah, hast du mich erschreckt. Ich dachte schon, du heißt... Tut mir leid, tut mir leid. Wie du weißt, habe ich ein peinliches Problem. Und zwar, dass ich immer alles verliere. Dass ich mit einem schlechten Gedächtnis geboren wurde, hat mir viele Unannehmlichkeiten bereitet. Vor allem als Abenteurer. Und es ist leicht, deswegen in Gefahr zu geraten. Eines der Ziele meines Besuchs in Tsurumi war es, Leuchtpilze zu sammeln. Ich habe von Frau Sango gehört, dass diese Pilze das Gedächtnis verbessern, das Gehirn entlasten und auch die Sehkraft fördern kann. Als ich das letzte Mal mit Karma hier war ich so sehr darauf konzentriert, die Eingeborenen zu treffen, dass ich vergessen habe, Pilze zu sammeln. Ich hatte nicht erwartet, dass ich nach meiner Landung auf der Insel auf solche Schwierigkeiten stoßen würde. Wenn ihr noch weitere Abenteuer für ihr geplant habt, wie wäre es, wenn ihr mir dabei helft, die Leuchtpilze zu sammeln, bevor ihr zurückkehrt? Oh. Kein Problem, machen wir doch gern. Vielen Dank. Warum macht dieses Vorlesen mich müde? Kann mir das irgendjemand erklären, warum man durchs Vorlesen müde wird? Loot, Loot. Mikros brauchen Loot. Check this out. Na? Ja, ja. Komm, nimm's mit. Sehr schön. Und eine Kiste. Loot, Loot, Loot. Jetzt. Okay, Deko. Deko. Deko ist eine tolle Idee. So. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Hallo, meine Freunde. Oh, ich habe eine Idee. Das dürfte euch doch auch ganz gut wehtun. Bitteschön, mein Freund. So, und jetzt noch du.
Und alles mitnehmen. Ah, es fängt schon an, dass ich nichts mehr sehe. So, wir müssen doch ziemlich auf dem Weg bleiben. Ah. Hallöchen, Karma. Karma, was machst du hier? Es sieht nicht gut aus. Der Himmel ist komisch geworden. Das Tsurumi diesmal bald zerstört. Dann geht es wieder von vorn los. Ah, das hat Karma gestern auch gesagt. Diesmal sieht die Lage jedoch noch düsterer aus als beim letzten Besuch. Es kann daran liegen, dass ihr die Nistbäume zerstört habt. Das Kind, dem du helfen willst, heißt Ru, richtig? Wenn wir den Kreislauf durchbrechen und Ru befreien wollen, haben wir jetzt die Chance dazu. Deshalb will ich ja helfen. Hat dich Sumeda beauftragt? Nicht wirklich. Ich wollte es selbst hierher. Was? Karma bietet sogar seine Hilfe freiwillig an. Ich weiß nicht, warum. Ich dachte nur, dass ich mitkommen sollte. Ach, ja, es ist so... Vielleicht denke ich einfach, dass es schamlos wäre, am Rande zu stehen, wenn ihr als Außenstehende so hart daran gearbeitet habt, in Tsurumi einzudringen. Vielleicht glaube ich einfach, dass auch Phantome Gefühle haben. Dass sie Gefühle haben. Sollten sie sich nicht in einem Kreislauf des ständigen Schmerzes befinden. Vielleicht denke ich einfach, wenn ich den Kreislauf des Nebelmeers durchbrechen kann, wenn ich Ru helfen und die Wünsche meiner Vorfahren erfüllen kann, dann kann ich der Geschichte, die mich bindet, ein Ende setzen. Warum ist Karma auf einmal so? Ein Auto von kurzen Erzählungen? Es war Sumida, die das gesagt hat, nachdem ich ihr gesagt hatte, dass ich euch helfen möchte. Schien sie das zu inspirieren. Ich verstehe nicht ganz, was die Worte bedeuten, aber dass Sumida das gesagt hat, nehme ich es so hin. In der Tat, sehr in ihrem Stil. Aber was gestern passiert ist, hat Ru so wütend gemacht, dass er nicht mit uns reden will. Ich weiß, Sumida sagte, bei dieser Konstellation überspringt eine Blutlinie 1000 von Jahren. Und zum Punkt. Ich denke, ich könnte mit ihm reden, wenn ich Karma bin. Sollte ich mit ihm reden können. Okay? Karma mit dem Phantom, das wir vorhin gesehen haben. Ru hatte auch gesagt, dass es keine Möglichkeit gab, mit dem Phantom zu sprechen. Dass ihm ein seltsames und beunruhigendes Gefühl gab. Es wäre wahrscheinlich auch schön, mit Karma zu sprechen. Aber wo sollen wir Ru finden? Gibt es ein paar Stellen, an denen es nicht donnert. Oh, Paiman erinnert sich. Wakukau, Oina und Autake. Ich glaube, er hat bereits erwähnt, dass es in diesem Fall an diesen Orten nicht gewittert. Er versteckt sich dann an diesen Orten, bis das Donnern vorbei ist. Also lasst uns losgehen. Beginnen wir mit Wakukau. Kam es heute so energiegeladen? Gut, wie komme ich hier nochmal am besten durch? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, durchs Tor gehen war der richtige Weg. Ah, dankeschön. Vorgehen war das Richtige. So. Oh. Fehler gemacht? Nö, ich bin in Wakutau und ich muss zum Wakutau-Strang. Weil dann haben wir diese Insel ja auch mal fertig. Wird ja auch irgendwann mal sein. Aber die Blitze verfolgen mich doch, oder? Es ist wahr, dass es hier nicht donnert. Ja, finde ich ja nicht so. Doch von Ru ist keine Spur zu sehen. Ru? Komm mal, ruf auch mal. Oh, na gut. Ah, das war nicht so gemeint.
Es ist eher so, Ru, ich bin's, Karma, wo bist du? Ru, ich bin's, Karma, wo bist du? Nichts passiert. Aber warum schlägt der Donner nicht hier ein? Da es der Donnervogel war, der Tsurumi zerstört hat. Ich will die Kraft der Feder ausprobieren. War in der Tat sinnvoll, es auszuprobieren, da Rus sagte, es sei die Feder eines Donnervogels, was für eine Reaktion könnte es hier haben? Feder, Donnervogel, Feder, Feder. Hier. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Es war klar, dass du jetzt hier bist, ne? Aua. Aua. Weh. Weh. Ha. Barbados, guide us. Don't get too close. I got you covered. Hey, nicht abhauen. Hey! Hier geblieben, Kumpel. Du hast mich angegriffen, nicht ich dich. Du bist doch auf mich losgegangen. A-Gesicht. What a nuisance. Ja, ich muss jetzt ein bisschen was aushalten. Oder nicht? Wind, hear me. Heilung wieder. Wow. Mann, ja, wir kriegen dich fertig. Gar nicht so leicht. Wasser. Kiste. In einer einfachen Truhe. Nee, eigentlich nur, weil der uns angegriffen hat vorher. So, was war jetzt nochmal mit der Feder? So, wir sollen was mit der Feder tun. Oh, Project. Vielen Dank nochmal, gell? Zweites Mal. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut und ruh dich gut aus. Wir werden noch eine Stunde machen. Und maximal eine Stunde. Und dann muss ich aber auch Feierabend machen, weil morgen muss ich nochmal zur Schule. So. Was war das nochmal mit der Feder? Was machen wir mit der Feder? Ah, B. Na, komm schon hoch. Da. Aua.
Ja. Ja gut, aber das haben wir ja, ne? Ist das? Die leuchten ja. Geht trotzdem nicht ganz. Was soll ich hier mit der Feder? Das habe ich doch schon erledigt. War das vielleicht doof, dass ich das schon erledigt hatte? Oh, Willen. Alter, hey! Hier? Seit wann ist mein Leben wieder oben? Oh, schön. Finders keepers. Okay, aber puh. Hat er uns ja jetzt gar nicht mal wirklich was gebracht. Meine Idee. Hier verändert sich ja nicht wirklich viel. Blitze, Blitze, so viele Blitze. I suppose it wasn't too much trouble. Aua, oh, boom, voll reingelaufen. Was damit machen kann ich halt auch nicht, ne? Okay, da gibt es ja noch die anderen Dinger. Die autarke Ebene. Mal. Bin darauf gegangen. Nutze die Feder. Karmas Einstellung hat sich im Vergleich zu dem Zeitpunkt, an dem du ihn zum ersten Mal getroffen hast, sehr verändert. Er drückt den Wunsch aus, mitzukommen und droht zu helfen. Wie dem auch sei, da er der Nachfahre des illusorischen Karma ist, hat er vielleicht doch die Fähigkeit, Situationen zu ändern. Mach dich mit ihm auf den Weg, tief in die apokalyptische Szenerie und such nach Ruhe.
Erster Halt. Bakukau-Strand. Nutzt die Feder. Don't we have a job to do? Ich sehe es, aber was bringt's mir denn jetzt? Muss ich den hier machen? Ein Blitz? Weiß es nicht. Andere. Zack. Kabel. Das hier. Zack. Ding. Das. Bringt ja nichts. Heißt, ich kann hier jetzt nicht weitermachen. Ändert leider gar nichts. Ein Scheiß. I keep watch. You leave, you call me. Ich weiß nicht, was ich das da jetzt machen soll. Etwas, was ich schon gelöst hatte. Aua! Mein. Ich kann da halt auch wirklich gar nichts machen. Okay, der kann auch nicht reagieren. Andere habe ich schon gelöst, was ich jetzt aber nicht aktualisiert, weil ich habe es ja nicht mit der Quest gelöst. Man merkt, es ist nicht immer gut, alles vorher zu machen. Ja, wie soll ich also die Story fertig machen, wenn ich bestimmte Dinge der Story schon fertig habe? Ein bisschen schwierig. Die sind echt nervig. Mega nervig sind die. Ah. Oh. Heißt aber auch, ich werde diese Insel hier niemals fertig machen können. Jetzt auch nicht einfach nur schlecht Wetter und Nebel. Nein, nein, auf ewig so richtig nervige Blitze. Ich werde niemals in Ruhe Thomas Pilze sammeln können.
Hä, warum? Warum wird es hier nebliger? Sehe nicht ganz. Sand? Habe ich noch nicht mal angefangen. Hey, ich darf Pilze sammeln. Dankeschön. Was ist eigentlich mit dir, Vogelchen? Nix. Okay. Kann man auch nichts machen. Ah, ja. Ich hab's gesehen. Den hat mich aber nicht bewegt. Selber schuld. Die Blitze sind echt nervig. Deine Energie darf sich auch mal wieder aufladen. Das Ding da oben. War klar, dass ich das benutzt. Ha. So, ziemlich nervige Sache jetzt. Mich jetzt schon ein bisschen an. Was kann ich da jetzt machen? Gar nicht. Ich will ja darüber nachdenken, wie ich will. Das wird nichts daran ändern. Ich auf ewig kotzen werde, wenn ich auf die Insel hier muss. Kannst du einmal das reagieren, was ich antippe? Danke. Ah, ich brauche hier nur noch 3. Ach, dann ist ja gar nicht mal mehr so schlimm. Ich werde ja nur noch 3 Mal dahin müssen. Nein, ich brauche hier nur noch 3 Pilze. Ich werde noch 3 Mal dahin müssen. Ich brauche noch 3 Pilze. Ich doch auffinden, die Pilze. Irgendwo. Ist im hinteren Bereich? Nur mal kurz die und dann. Oh Mann. Jetzt sind schon mega nervig. Mega nervig, die sind hardcore nervig. Hier kann ich natürlich keinen wegnehmen, ne? Freundlich. Worauf ich auf reagieren hätte können. Noch eins. Hier kein Pilz. Aua. Tut weh. Oh, da. Oh, perfekt. 1, 2, 3. Sag's euch. Einfach mal hierher.
Thomas Pilze. Alle. Mehr brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich werde niemals die Insel fertig machen können. Das kotzt mich jetzt schon richtig an. Er versucht Story weiterzumachen. Fehlgeschlagen. Gut, warte bis 7 Uhr am nächsten Tag. Errungenschaft. Das ist mein Weg in die Freiheit. Händlerin und das Tor des Wissens. Zeitkabine in eine Uhr. Ja. Right? Na. Das war jetzt wieder Absicht vom Spiel. Kurz vor 7 Uhr. Let's see Dory today and ask her about where the divine knowledge capsule is. Boah. Wow. I keep watch. You leave? Okay, nee, das war mal einfach falsch schluck. Oh, manchmal echt mega unangenehm sein. Ich verstehe gar nicht, wie man das hinkriegt, falsch zu schlucken. Aber es passiert dennoch manchmal. Ich glaube, das liegt vielleicht an der Kohlensäure. Aber ich weiß es auch nicht wirklich. Vielleicht weiß es jemand. Baby? So, Dory? Over here! Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? Alles, was du hast. You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Aber nur, wenn es genug Moras sind. Can you really get us anything we want? Anything at all? Maybe. Aha. So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. Ich möchte Informationen über den Verbleib der Wissenskonserve der Gottheit. Oh, I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. Okay. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. Sag schon an. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. Keine Sorge, du darfst in mein Team. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. Nenn mir deinen Preis. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The Divine Knowledge Capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el Ahmar. Damn it. Ain el Ahmar? You mean the Eremites who worshipped King Deshret? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the Divine Knowledge Capsule. After all, they believe it contains the power of King Deshret. Okay. That Divine Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. What? The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dory.
please. It's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. Mora for Dory opens doors. Gut. Well, we Hey. figured out where the Divine Knowledge Capsule is. It turns out it ended up in the hands of Ain el-Ahmar. Let's head back and talk to Al-Haytham. Al-Ahmar. Ja, genau, der Aal. Ja. Das habe ich mir aber fast gedacht, dass das unsere Werte vollständig verändert. Aber das müsste ja nur für sie sein, oder? Nur ihre Daten hier. Heißt. Ich sehe leider nicht, wo sich das verändert hat. Ne? Gut, woher auch. Aber hey, wenn es besser ist, ist es besser. Kann man ja nicht meckern. Es ist besser geworden. So. Schauen wir uns das Bild mal an. Mir angucken. Wie gemeint seid ihr denn? Seht mir Bilder, die ich nicht angucken kann. Fair. Ich hab's noch nicht eingesetzt. Ich dachte, ich hätte es eingesetzt. Ja, warst du da kurz nicht dabei? Ja, das haben wir schon gemacht. Wir haben jetzt die 2 Tage abgewartet, bis sie wieder Informationen hat. Also wir sind schon ein kleines Stückchen später dran, deshalb. Du warst von Gedanken her noch dran, dass wir gerade erst die Kapsel geholt hätten, ne? Das ist vollkommen okay. Aber wir sind schon das eins weiter sozusagen. Jetzt mal gucken, wie Al-Haytham darauf reagiert. Die Information, dass unser Al-Ahmar das hat. Really? All right. Let's hear it. Die Gegner, denen wir gleich gegenüberstehen werden. Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Will's auch sehen. Oh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites' transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dory. Very bold move. Oh, das habe ich auch erst verstanden. All hate him. All hate him. Habe ich auch einmal voll verstanden. All hate him. Du heißt ja All hate him. Dankeschön, Ryuk. So, jetzt machen wir mal in der Story weiter, weil ich habe mir so lange Zeit gelassen mit der Story. Und dann müssen wir nämlich auch mal mit den Legendenaufträgen weitermachen, dass wir in der Schlucht weitermachen können, dass wir unsere Dendro-Bogenschützchen kriegen. Mal echt, Ja, ich noch nicht. Ich war gelegentlich ziemlich faul mit den Dailies. Und ich habe über ein Jahr Pause bei Genshin. Dementsprechend verprügel ich einfach mein Mikrofon. Gut, dann machen wir mal weiter. Oh, klares Bild, genau. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the Divine Knowledge Capsule. In which case,
If we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. Okay. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ein El Achmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the Divine Knowledge Capsule. Yep. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. 3 Uhr nachmittags. Gut, abgemacht. See you then. Bis dann, Alheitam. Doch, Alheitam. Alheitam. So. Alhaitham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. Diese Paimon sagt Alheitam. Es ist nicht All Hate Him, sondern All Hate Him. Sagt sie immer. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Yep. Yep, let's go. Gut, ich rede genauso wie Paimon. Ne dann, mal wieder ein bisschen kämpfen. Was sind die denn genau? Ach, da direkt auf der anderen Seite. Ich doch nicht. Schwimme ich kurz. Kurz war die Rede, ne? Nur knapp vorm Ertrinken. Wir haben es geschafft. Oh, als ob ich es gerochen hätte. These things useful? Als ob ich es gerochen hätte. Er ist still not here. Wir sind doch da. Ich bin da. Alhaitham. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. Warum nicht? Doch klar, dass It wir was kommen. I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Wir sehen jetzt, wie er kämpft, oder? Oh, ich freu mich. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine. Your funeral. Okay. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Glaubt's auch nur du. Uh-oh, here they come. Good luck, you two. Danke, Paimon. Sich wieder rauszieht. Where do you think you're going? Ja. So. Oh, so schnell vorbei, ja? Academia scum! Boss! Finally! Did you use it? Great! Now we can... Oh je. Sieht nicht gut aus. Boss! Boss! What's wrong?
We have to cut his Akasha connection, now. Target acquired. Arrest him. Do not impede our work. Is that understood, Alhaitham? Of course. I was only trying to help. Take him away. World, forget me. What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. Ja, Small Cash. Aber sowas von. Aber das Allheiltam, so weg hätte ich erstmal nicht erwartet. Aber seine Moves waren schon sweet. It looks like he used the divine knowledge capsule. Mhm. You mean the divine knowledge capsule did that to him? Da wir gerade davon sprechen, vorhin sagte Heilpasta, Oh yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Hey. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? Wahrscheinlich, weil die Welt sie vergessen hat. Oder der Gott in der Welt vergessen wurde. Zorn spürt? Trauer? Denke ich irgendwie gerade so. Was der gesagt... Was? Was es sagt. Genau das gleiche, was ich damals bei Irminsul gehört habe. If the mantra took him away, then that means the Academia got the divine knowledge capsule back too. What a shame. We were so close. Keine Sorge, Palman. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? Wir würden es natürlich niemals versuchen. As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Nein, ich will dich verfolgen. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the Academia. How about you two? Mal schauen. It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Na dann auf nach Sumeru. Then we'll part ways here, Alhaitham, until we meet again. Alhaitham. Bisschen gestraft bist du mit deinem Namen. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Mir. Wir werden ihn garantiert nochmal treffen. Lichten Rauch und dunklen Wald.
Hm. Hey! Sind jetzt die Quests, ha? Bis dahin. Ja, es gibt noch einiges zu tun, auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass ich für manche Sachen noch die Dendrobogenschützin brauche. Und Sumeru. Da wird zum Beispiel jetzt das Fest. Könnten versuchen, den einen Legendenauftrag machen. Onwards. We have work to do. Muss ich kurz gucken. Unerwarteter Gast. Genau, große Kluft. Welchen? So, das ist der zweite und Taurus Iracundus. Der nächste, den wir dann brauchen. Das heißt, wir machen Imperatrix und Großer. Glaubt ihr, das schaffen wir in einer halben Stunde? Wir können es versuchen. Wir können es ja auch auf zweimal machen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Oh. Aber einmal hierher. So. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt Imperatrix und Borussia Akt 2. Den ersten Akt hatten wir schon einmal gemacht. Machen wir jetzt den zweiten. Und schauen uns die Geschichte ein bisschen an. Ja, ich noch einmal machen. Das ist nicht das Problem, das auf zweimal zu machen. Ja. Da ist immer. Oh, Catherine. Ad Astra Abyssosk. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual commission, and after careful consideration, we believe that The Traveler would be the most suitable candidate, right? indeed, as ever. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are available to help? Natürlich, dafür sind wir da. Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently, Rift Towns are attacking the roots of the sacred Sakura nearby Mount Yogo in great numbers. Rift Hounds? On Narukami Island? Yes. We are not sure where exactly these creatures come from. But this time, they are attacking in alarming numbers with great aggression and a clear target. The sacred Sakura is of tremendous importance to Inazuma. I trust you are aware of this already? Bisschen, glaube Good. ich. Then you can see that this case is very urgent indeed. Is the Tenryu Commission aware? Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the sacred Sakura's root system is vast and complex, and faced with the unpredictability and scale of the Rift Town's attacks, they are finding it difficult to defend against them. Their main priority is to protect the civilian population, so they are actively looking to cooperate with all other available forces to eliminate the monsters. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryu Commission with their work. But so far, the combined efforts to combat the Rift Towns has failed to substantially ameliorate the situation. Vor diesen paar Kötern muss ich keine Angst. Muss keine Angst haben. You have our deepest gratitude. Your confident response puts me far more at ease. I will mark on your map the areas where Rift Town appearances have been recently reported. I hope you won't encounter too much trouble overcoming them. Ich auch. Relax. We'll be back before you can say Ad Astra Abyssosk.
Okay, flüchtige Träume. Kurz. Videok, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank fürs Dasein. Schönen Abend hier noch. Ruh dich gut aus und schöne Ostern auch. Gut, dann schauen wir mal, wo diese kleinen Monsterchen sind. Von oben her. So. Sehe nichts. Jetzt wie nervig die waren. Ja noch. Okay. So, noch mehr Gegner im Anmarsch. Siehst du noch nicht? Ah, da. Ja, Wölfe gegen Wölfe machen wir jetzt. Geht so gar nicht mal so gut ab. Check this out. I got you covered. Das war falsch. Ist mir entzogen, ja? Noch mehr? Weg doch. Ist ja alle geschafft? Was ist los? Torn to oblivion. Hi. Shogun? Wait, no. Could also be A. Oh, it's you two. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Ja. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them. That was amazing. Was bringt dich diesmal heraus? I'm making early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that I had never understood in the past. Since then, every time I encounter an obstacle in my thinking, I find myself having the urge to spend some time in the outside world. Schön. Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Might I remind you that I am not here to amuse myself. Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of these being the attack on the sacred Sakura by numerous rift hounds. I considered this matter worthy of my attention, so I pursued them, and they led me here, where I happened to run into you. Aber die Verwaltung und die Abenteurer können schon mit den Monstern umgehen. Scheint keine Angelegenheit zu sein, die die Aufmerksamkeit eines Archontens benötigt. If the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Hmm? What?
Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delegated to the Tri-Commission. But Rift Hounds attacking the sacred Sakura... It brings back bad memories of that terrible disaster. A disaster? Yes. 500 years ago, a great catastrophe befell Inazuma. Everything was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to build, the monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the Rift Hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. Oh. Je. Ist das nicht Inazuma? Ich dachte Sumeru, hm? Wir haben ja jetzt Sumeru ein bisschen gemacht. Machen wir eine kleine Pause, dass wir die Legendenaufträge haben, dass ich den Dendro-Bogenschützen aus dem Abyss krieg, dass ich wiederum in Sumeru bei anderen Dingen auch noch weitermachen kann. Also ich versuche so ein bisschen abzuwechseln. So, vor 500 Jahren war Enria, also sieht aber so nicht viel. Dann ändert doch den Titel. Mensch, Mensch, Mensch. Cheating. Kein Cheating. So. Mensch, so werde ich nie fertig. So you've heard of it too. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess of caution is not unwarranted in this case. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. Vielen Dank, Lexi. Sehr lieb von dir. Okay, zusammenarbeiten, klar. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. All of them must be eliminated. Na dann, erledigen wir sie. Paimon feels so safe when we're in Ace Company. Having someone uber powerful on your team kind of makes you feel invincible, doesn't it? Bisschen. Oh yeah, after we've dealt with the monsters, we should ask her to tell us more about Conria. Gute Idee. This color! It's similar to the color when this takes damage. Let's follow it. It should be this way. Okay, wir können dem Ganzen gleich folgen, aber ich bin ja ziemlich hart im Eimer. Halt auf der Insel auch nur ein Ding, ne? Nur eins. Die Legendenaufträge lohnt sich auch, weil du durch einige wöchentliche Bosse freischaltest. Ah, ja, das ist natürlich auch nochmal wichtig. Ich habe es immer vernachlässigt, weil ich nicht dachte, dass die Legendenaufträge wirklich, dass man die machen muss, um auch in der Story voranzukommen. Das war mir nicht bewusst. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's ja besser. Gut. Hallo, was willst du denn jetzt? Also, ab. Ich überleg mal, das wäre mitten im Kampf passiert. Irgendwie zwei für die Aztara. Aha. Also, hier sind die Spuren. Wir wollen den Spuren folgen für den nächsten Monster. Mich hier untersuchen.
Ja, ja, eindeutig. Gut, das sieht man. Will ich noch gar nicht. Okay. Hier noch eine Spur, aber... Eigentlich nicht farmen. Die nächste Spur nicht. Ah, doch, da unten. We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. Okay. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Es gab manche Sachen, die, guck mal, du hast ja du hast doch gepullt, wo die Dendro-Charaktere dazu kamen. Auch die mit dem Bogen. Und du brauchst für manche Story-Aufträge, brauchst du einen Bogen auch unten. Und, wir damals nicht gepullt. Und, war ja auch mit dem Abgrund noch nicht fertig. Und wenn man den Abgrund durch hat, kriegt man die. Aber um ans Ende, also die Story vom Abgrund fertig machen zu können, muss man erstmal 3 Legendenaufträge machen. Und dann geht's. Deswegen. Mhm. Ja, ich habe eine Quest blockiert, aber das hörte nicht mehr auf. Und ich weiß nicht warum. Und ich kann eben erst weitermachen, wenn ich die alle fertig habe. Oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist schon lang her. Da ging es nicht weiter, ohne dass ich den Legendenauftrag mache. Also wirklich gar nicht. Ich kann es gleich nochmal zeigen. Oh Gott, hier voll. What's this? Schrecklich. Could they be dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. Ja. But why would they appear here? Let's search the area. Perhaps we will find out. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. What happened here? Could you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you, there's no escaping them. We will defend Inazuma until our dying breath. Welche Monster? You don't know? Inazuma is engulfed in darkness. Beasts and horrifying monsters are everywhere. They are merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. But look, none of that seems to be going on around here.
Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now! There's no time left! The Almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's... the Shogun? You're back! Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a hunting ground for the beasts. Calm down. The war you speak of is over. Over? But what do you mean? Shogun... Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace, as you will no doubt remember. There are no monsters, nor is there anything else here that could threaten your life. What? But how? Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Everything's fine now. Huh. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? Verschwindet er? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow, Paimon feels all sad and hopeless. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, it presents in the form of a memory. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In other words, it cannot exist for too long. Okay. So the memories of the ones that died are all appearing at this moment? Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma 500 years ago. Mhm. Und weder Shogun noch Kitsune waren da. Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, while others came from the now fallen kingdom of Kanria. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too late, otherwise it would spread to all of Tevat. But my friend, Kitsune Saigu, reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility of protecting Inazuma and mobilize all forces at her disposal to combat the threat. I could tell that, although neither of us acknowledged it, we both knew that the road ahead would likely end in tragedy. So, Inazuma was attacked at the same time as when the disaster happened in Kanria? Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, Kitsune Saigu sacrificed her life to protect the people. I never had the chance to see her one last time. But I would like to believe that she kept her promise to me
until the very last. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself and in my heart. Was der Verlust, den Miko erwähnt hat? Yes. For the longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that loss. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize I cannot fixate on the past forever. Du steckst also nicht mehr in der Vergangenheit fest. When I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential. Everything far exceeded my expectations. Moving forward inevitably invites further loss, but also new encounters. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, he still chose to keep fighting for the sake of moving forward. All those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting for a future. But perhaps the future they were hoping for is not the eternity that I once strove for. Ja, das ist, worum es bei Menschensein geht. As Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. Warriors of the past, who spilled your blood on this land, your noble souls now rest in this earth. I will never forget you, and all that you did for Inazuma. He's taking all this pretty hard. Come on. Let's keep investigating the damage to the sacred Sakura. Ach ja. War gar nicht so leicht, das Ganze. Kann ich schon verstehen. Ein Verlust ist Verlust und egal welcher Verlust, der wird immer schmerzen. Kann auch jeder sagen, was er möchte. Wenn man etwas verliert, dann tut es weh. Grundsätzlich. Irgendwo noch ein Erz vielleicht. Mal gleich 23 Uhr. Oh. Fast nicht gesehen. Nehmen wir mal mit. Und dann machen wir das nächste Mal, bevor wir farmen, erstmal ein bisschen, ein bisschen hier den Legendenauftrag weiter. Dann machen wir den Legendenauftrag fertig. Dann farmen wir am Freitag, wenn du Bock hast, Keksi. Na? Farmen wir am Freitag dann. Und dann kann ich das nächste Mal wieder einen Legendenauftrag machen. Dann können wir uns so abwechseln. Legendenauftrag, farmen. Also ich mache dann an einem Tag ein bisschen Sumeru-Story, Legendenauftrag. Wieder farmen, Sumeru-Story, Legendenauftrag, sodass man ein bisschen Abwechslung drin hat und damit es wirklich... muss den fertig machen? Nee. Meines Wissens nicht. Meines Wissens hat es immer gereicht, wenn ich jetzt hier irgendwas... anderes gemacht hatte. Aber ja, ich sag ja, ich mache den hier das nächste Mal weiter, fertig und dann muss auch zuhören.
I keep watch. You leave? Ja, wie gesagt, ich mache den Legendenauftrag beim nächsten Mal fertig und danach können wir farmen. Am Freitag. Keksi, ich weiß. Sag mal, hörst du mir zu? Ja, sag ich doch auch. Mensch, du machst mich wahnsinnig. Was nochmal? Hier. So. Bitte. Ich weiß. Oh Mann. Ich sag's noch so. Oh. Widersprecht mir einfach nur gerne, nicht wahr? Eigentlich ist es das Widersprechen. Es geht gar nicht darum, mich auf was hinzuweisen, sondern ihr widersprecht mir einfach total gerne. Gut. Verlassen. So, dann machen wir für heute Feierabend. Ehrlich, ich mache brav Dailies, damit wir beim nächsten Pull. Weiß jemand, wann der nächste Pull ist? Nächsten Monat, oder? Nächsten Monat sein. Nach Ostern so ungefähr. Versucht bis dahin Dailies zu machen und genug zu sammeln, dass wir wenigstens einmal pullen können. In 6 Tagen wäre immer noch nächster Monat. 4 Tage bis zum 31. Also mit dem 31. Das heißt, es würde ab dem 2. April anfangen. Ja, aber ne, so in dem Dreh rum müsste das, glaube ich, sein. Mit einem nicht wie böse. Nicht wie böse? Eine Anspielung auf eine Sidequest in Fontaine. Mensch, ich bin doch noch gar nicht richtig in Fontaine. Ich habe noch so viel zu tun, bevor ich nach Fontaine kann. Aber ich liebe Genshin immer noch. Muss ich echt sagen. Ich liebe Genshin immer noch. Echt. So ein geiles Spiel. Aber die Pause hat auch gut getan. Muss ich auch sagen. Manchmal ist es unglaublich wichtig, eine Pause zu machen. Auch von Spielen, die man echt liebt. Aber Keksi, was macht eigentlich der Bot im Server? Ein bisschen verwirrt. Verdächtige DM-Aktivität erkannt. Was bedeutet das? Wusstest du, dass in Fontaine ein Getränk namens Fanta existiert? Nein, wusste ich nicht. Hört sich sehr an wie Fanta. Okay. Alles gut, ja. Kannst du mir auch ein andermal, so wie du Zeit hast, mal erklären. Ich war ein bisschen verwirrt, vielleicht auch ein bisschen schockiert, weil ich ja nicht wusste, was das ist, was das macht, was das bedeutet, wenn der da sowas reinschreibt. Nur deshalb. 5 Tage und 19 Stunden, also so ungefähr wie das Event, ne? Das Event hat jetzt auch noch, ja was, 5 Tage, 4 Tage, so in dem Dreh rum. Okay. Aber es heißt, nächsten Monat können wir uns freuen. Deswegen versuche ich jetzt, dass ich wenigstens 10 Imogen heißen die, glaube ich. Naja, 10 von den Dingern kriege, dass ich auch pullen kann.
Also wenn dann ein bestimmter neuer Charakter kommt, dann bin ich so unglaublich darauf, dass ich sie erwische. Müsst mir dann alle die Daumen drücken, dass ich sie auch kriege. Sieht nämlich cool aus. Toll. So, dann machen wir mal 10 Gebete für je 660. Genau, und ich habe schon 4. Habe ich zu früh zugemacht, gell? Hey Kai! Schönen guten Abend. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ruh dich gut aus, mein Lieber. Ja. Ich muss morgen nochmal in die Schule. Der letzte Tag vor meinem Urlaub muss ich jetzt. Einmal. Und dann habe ich eine Woche Urlaub. Ab dem 8.4. geht es dann ab ins Praktikum. Ihr sollt die nicht mir anlegen. Ihr sollt sie euch selbst anlegen. Nicht mir. Hallo? Nicht ich soll den Ärger kriegen. Ihr sollt mir die Daumen drücken. Also eure Daumen für mich drücken. Ja, ich freue mich voll drauf. Glaubt mir. Und irgendwo bin ich mega nervös. Ich freue mich, aber ich bin auch nervös. So. Einmal gucken. Also ich habe 4. Wenn ich zum Händler gehe, kann ich nochmal nochmal 3 dazu holen jetzt schon. 4, 3 sind 7. Und 7. Seht ihr, uns fehlen ja nur noch 3 Primogens. Und die kriege ich mit dem Event, kriege ich die gut zusammen. Also wenn ich morgen, übermorgen noch ein bisschen an dem Event arbeite, dann müssten wir ja eigentlich genug Primogens für mindestens 10 Pult haben. Hier gerade lieber arbeiten, zwecks andere Gedanken. Kann ich verstehen. Wenn du Bock hast, müssen wir mal wieder was Leckeres essen gehen. Müssen wir auch mal wieder von ganz anderen Sachen reden. Okay? Ich fände es schön. So. Dann sind wir jetzt aber auch soweit. Wie gesagt, ich muss morgen noch einmal in die Schule. Und dann habe ich Ferien. Am Freitag, wie gesagt, wir werden den Legendenauftrag Akt 2 von Ei fertig machen. Wird dann wahrscheinlich so eine Stunde, vielleicht mehr wie eine Stunde. Und danach farmen wir dann. Machen wir alles am Freitag. Wir haben am Freitag Zeit. Ja? Also am Samstag den Stream ganz aus. Der Nico und sein Bruder sind unterwegs. Wir haben keine Zeit, Paul World zu spielen. Deswegen können wir uns am Freitag einfach fürs Farmen Zeit lassen, so wie wir Bock haben. Und müssen uns keine Sorgen machen, dass ich morgen fit sein muss. Also am Samstag dann fit sein muss. Und am Sonntag machen wir dann Tales of Area voll fertig. Genau. Ja, okay, musst du uns nur schreiben. Weißt du ja. Wenn du willst, ich nerv dich auch gerne. Ich lade dich dann einfach grundsätzlich zum Essen ein, dass du Bescheid weißt. Ach, so. Dann sind wir jetzt soweit, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft gut, ruht euch gut aus. Und ich freue mich auf den Freitag, wenn wir die Story fertig machen oder den Legendenauftrag fertig machen und dann wieder ein bisschen farmen und unsere Chars und Waffen noch mal ein bisschen verbessern. Ich werde mir bis dahin noch mal aufschreiben, welche Sachen ich denn am besten brauche. Weil dann habe ich eine Liste und dann können wir die Sphären uns so richtig ordentlich abklappern. Also, macht's
Gut, ihr Lieben, bis bald.